Moin! Heute ein wenig entspannter als im letzten Video und ich wollte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich für das nette Feedback bei euch bedanken. Das war nicht geplant, nicht selbstverständlich, da bin ich sehr, sehr dankbar für die ganzen Zusprüche. Ich habe hier einen Karton und ich werde ihn benutzen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass einige von euch auch schon mal danach geguckt haben, sich aber nicht getraut haben, das zu kaufen. Aber ich habe es getan. Ich war der Mutige in dem Fall, wie sonst auch. Und ausgepackt hatte ich das schon, aber noch nicht weiter reingeguckt. Und das machen wir jetzt zusammen. Wir reden nämlich heute über dieses Wunderwerk der Technik. Wir sprechen heute über ein Kaihin FCR Fake Straight Outta China. Ich habe den gesehen, warum auch immer ist mir der vorgeschlagen worden und ich konnte nicht anders als den zu kaufen, weil ich meinen Arsch darauf verwetten würde, dass auch der ein oder andere von euch da schon mal mit geliebäugelt hat. Und deswegen habe ich den gekauft, stellvertretend. Wir schrauben den heute auseinander und gucken da mal genau rein und vergleichen das, weil ich ja schon ein paar von denen in der Hand hatte, mit dem Original. Das hole ich mal eben dazu. Also wenn ich das so daneben lege und hier mal den Stutzen da abmache. Okay, der Stutzen will da nicht ab, der bleibt also drauf. Wenn ich das mal so, ich hoffe ihr könnt das sehen, ich halte euch das mal in eure Kamera, in eure neue. Ich hoffe die Auflösung passt von dem Ding. Ist das schon ziemlich krass. Die Verarbeitung, die Verarbeitungsqualität, die Verwendung der Materialien, der Aufbau, es ist alles 1:1 identisch. Das Einzige, was sich jetzt optisch unterscheidet, ist die Länge bzw. die Dicke von diesem Kabel, so nenne ich es jetzt mal, von dieser Hülse oder Hülle. Ich hoffe, ihr seht das, dass diese hier irgendwie 8, 9, 10 mm Durchmesser hat und diese 7, 8. Es ist absolut erschreckend, zu was die Chinesen oder Fernost mittlerweile in der Lage ist. Es ist absolut krass. Also ich sag's gleich vorweg, das ist natürlich eine fragwürdige Geschichte, ne? Das ist eine Fälschung aus China für einen Bruchteil von dem Geld, was in Europa oder Niederlande oder Deutschland dafür aufgerufen wird. Es ist der nackte Wahnsinn. Ich habe hierfür 130 € bezahlt, inklusive Versand, inklusive Zoll. Da ich Gewerbetreibender bin, muss ich das natürlich anmelden, wenn ich über gewisse Freibeträge drüber komme, aber das ist alles inklusive. Und den schrauben wir jetzt auf und gucken da einmal genau rein. Also ich würde sagen, wir fangen hier hinten an. Das Scheißding braucht eh keiner. Der ist natürlich vollkommen verkehrt. Wir brauchen natürlich den für die KTM, aber der lässt sich da ja dran adaptieren. Deswegen schrauben wir den ja jetzt erstmal einmal ab. Wo sind denn meine kurzen Dingens? Hier sind meine kurzen Dingens. Und der sollte das sein. Und dann schrauben wir das einfach mal auf. Ich hatte zwar gesagt, dass wir nicht mehr über Vergaser reden erstmal, aber ich konnte es nicht lassen. Ich musste den bestellen, weil ich es echt wissen wollte, wie die sind. Und ich hatte mit Fake-Vergasern im Pitbike-Bereich schon ein wenig Erfahrung, nämlich die Nibi-Vergaser sind auch Kaihin-Nachbauten. Und deswegen dachte ich, wenn die schon so gut waren und perfekt funktioniert haben, dann würde ich das hier auch gerne wissen. Achso, ich muss das ja auch kommentieren, was ich mache, ne? Also ich habe jetzt erstmal hier den Stutzen abgeschraubt, aber ihr seht das ja auch selber. Nur bin ich ja hier der Kommentator und Moderator dieser Show. Und deswegen muss ich ja auch was dazu sagen, ne? Also Deckel ab, reingucken. Rein optisch unterscheidet sich der Deckel auch wieder nicht, außer dass hier das CR nicht eingeprägt ist, was hier oben fehlt. Oder drauf ist, ich hoffe ihr seht das. Das fehlt hier in dem Falle. Schrauben sind schon mal nicht aus Chinesium. Also richtige Chinesium-Schrauben werden jetzt schon ab. Aber dem ist nicht so. Die Dichtung hat die richtige Stärke. Und ist auch wie beim Original relativ brüchig, auch wenn das alles neu ist. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hat hier aber auch diese Kanten dran. Dann schrauben wir jetzt da den Schieber mal ab. Das kennen wir ja im Prinzip alles, aber wir wollen uns das ja genau angucken. Beziehungsweise ich will mir das genau angucken und nehme euch auf der Reise mit. Den Schieber da rausnehmen und da fällt uns wie beim Original auch schon die Platte entgegen. Hier ist sogar das L drauf. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran.
mit der Verarbeitung von diesem Schlitten. Diese hier ist im Vergleich zum Original ein ganz bisschen schwerläufig oder schwergängig. Das kann aber auch daran liegen, dass das einfach stumpf, also neuwertig ist, ne? Über die Nadel brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Da wird wohl irgendwas völlig Falsches drin sein für unsere Anwendungszwecke, aber wir gucken einfach trotzdem rein, weil wir es jetzt gerade in der Hand haben. Also bis jetzt alle Schrauben vollkommen in Ordnung, nicht besser als Original. Und die Nadel ist sogar aus Messing, wenn ich das richtig sehe. Gut, stecken wir die da erstmal wieder rein. Das interessiert uns ja jetzt nicht, sondern uns interessiert ja der Rest. Also die Hauptluftdüse und Hauptleerlaufluftdüse, die hier unten drin stecken, die schrauben wir auch mal eben einmal raus. Ich will wissen, welche Größe da drin sitzt, um das irgendwie sinnvoll zu gestalten, was ich da am Ende zu sagen will, was mir jetzt gerade durch den Kopf schwebt. Also raus damit. Hier sitzt sogar die Feder dahinter. Absolut irre. Ah, okay, hier steht keine Größe drauf. Aber rein optisch müsste das sogar hinkommen. Ich denke, dass die sich am Original orientiert haben. Aber da lässt sich ja im Zweifelsfall für ganz paar Euro die Originaldüse auch reinschrauben, wenn man sich da sicher gehen will, dass das hinhaut. Dann schrauben wir die da jetzt erstmal wieder rein. Also ich behaupte, die haben sich am Original orientiert, wie bei dem anderen Kram auch. Ich würde fast meinen Arsch drauf verwetten, dass die passt. Okay. Sogar bei dem Choke macht er da die Öffnung auf. Dann schrauben wir jetzt mal eben einmal hier unten die Schwimmerkammer auf und gucken da rein. Weil wenn, dann wollen wir jetzt ja auch irgendwie alles sehen, ne? Die sitzen da genauso beschissen drin wie original. Der Schraubendreher lässt sich auch genauso beschissen greifen wie original. Und dann nehmen wir den hier mal raus. Beschleuniger, Pumpen, Membran gucken wir uns gleich an. Hier ist die Dichtung. Sieht alles aus wie das Original. Auch mit der Ausbuchtung da drin. Hier unten sogar mit der kleinen Bohrung. Ich meine, die muss auch da sein, aber man weiß es ja nicht besser. Dann hier der Schwimmer. Sieht alles aus wie das Original. Schwimmernadelventil funktioniert auch. Hakt auch nicht, kein Klappern. Also ich würde ja gerne was Negatives sagen. Oder ich würde euch was Negatives sagen, wenn mir was Negatives auffallen würde. Aber bis jetzt ist dem nicht so. Stehen keine Größen auf den Düsen drauf bis dato. Das ist die Starterdüse, aber wie gesagt, die wird auch noch 85 sein und haben, so rein optisch. Weil die eigentlich immer 85 haben in den FCRs. Auch bei anderen Modellen ist das so. Das scheint wohl irgendwie so eine magische Zahl zu sein, wo jede Karre irgendwie mit anspringt. Haben wir hier die Nebendüse. Die schraube ich da auch mal eben raus. Da sollte jetzt aber eine Nummer draufstehen, oder? Ja, da steckt eine 48 drin tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier oben steht die Nummer drauf, ist eine 48. Also das ist für unsere Anwendungszwecke auch gar nicht mal so verkehrt. Damit würde die auf jeden Fall starten und laufen. Von der Verarbeitung her, von den Düsen und von Material und wie maßhaltig sind, kann ich natürlich nicht viel sagen. Da mutmaße ich jetzt mal. Aber wenn alles so perfekt verarbeitet ist, dann soll mich das nicht wundern. Wenn auch das dann passt. Sitzt sogar eine 170er Hauptdüse drin. Die kann auch fast drin bleiben für unsere Anwendungszwecke. Und jetzt drehe ich noch eben einmal die Luftgemischschraube raus. Weil ich ja gerne gewusst hätte, wie die verarbeitet ist. Und vor allen Dingen, ob alles dran, ja. Kommt sogar so raus, wie es sein muss. Federscheibe, O-Ring. Das kennen wir ja, das Spiel. Also wieder rein. Jetzt hatte ich zwar nicht geguckt, auf was das eingestellt war, aber das können wir ja eben einmal machen. Halb. 1. Halb. 1,5 Umdrehung. Da kann man in der Regel mit starten. Jetzt gucken wir nochmal eben hier unten rein. Wegen der Membran. Weil mich auch das Brennen interessiert. Das ist vollkommen verrückt. Jetzt seht euch das mal an. Die mit Petroleum zusammengesetzt, damit die nicht brüchig wird oder sowas. Die riecht zumindest so. Man sieht auch, dass die feucht ist. Also gegen Aushärten geschützt. Es ist völlig verrückt, Leute. Also, wie ich ja am Anfang schon sagte, oder vorhin, ich weiß nicht mehr genau, würde ich natürlich gerne negative Sachen über einen China-Klon sagen. Hä, bin ich jetzt doof? Ja, ein bisschen doof bin ich schon, aber ich habe es trotzdem hingekriegt. Wo war ich da jetzt gerade stehen geblieben? Also wie ich vorhin schon sagte, ich würde gerne was Negatives über die ganze Geschichte hier sagen, weil das ja nun mal eine Fälschung aus China ist,
von einem der berühmtesten und besten Vergaser dieser Erde, nämlich der Cayenne FCR. Da kann mir wer sagen, was will. Dem ist einfach so. Und die gehen einfach ganz kackenfrech hin und fälschen den in einer Perfektion, also so rein optisch, mit der ich nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Ich bin echt beeindruckt und echt überrascht. Und ich hoffe, dass ich das einigermaßen rüberbringen kann, was diese Verarbeitungsqualität angeht. Das ist der nackte Wahnsinn. Also wenn ich mittendrin auf den hier gewechselt hätte, dann hätte man das maximal rein optisch an dem Benutzungsstatus oder gebraucht, wie sagt man, an den Gebrauchsspuren hätte feststellen können. Ansonsten ist dort kein Unterschied festzustellen bis jetzt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die ganzen Bohrungen und Querbohrungen und da gehört ein bisschen mehr zu so einem Vergaser sind. Aber ich gehe einfach mal ganz kackenfrech davon aus, dass das passen sollte und funktionieren sollte. Wir machen jetzt Folgendes. Beziehungsweise ich mache jetzt Folgendes. Ich baue den mal eben wieder zusammen. So wie er war, wie er sein sollte. Und dann sage ich dann nochmal was zu. Der Gerät ist wieder zusammen. Hier nochmal im Vergleich zum Original. Hier fehlt natürlich die Cayenne-Aufschrift. Ich glaube, das dürfen die nicht. Und die Nummern hier unten fehlen. Aber das spielt im Grunde genommen auch keine Rolle. Weil alles andere einfach identisch ist. Als wäre das der Zwillingsbruder. Und ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ob der jetzt tatsächlich rein technisch funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Dazu komme ich gleich. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn jemand finanziell nicht in der Lage ist, sich ein Original zu kaufen, aber auf den FCR nicht verzichten möchte, dann ist das bis jetzt, gerade Stand der Dinge, tatsächlich rein von den Eindrücken, die ich habe, womöglich, bitte das hier mit unter Vorbehalt genießen, diese Aussagen, womöglich eine Alternative. Ich könne das 100% verstehen, wenn einer sagt, ich hätte gerne die Vorzüge von dem FCR, ich bin aber nicht bereit, da 500-600 Euro für zu bezahlen und sich diesen hier kauft. Sollte er denn funktionieren, so wie das wirkt. Und da würde ich gerne jetzt drauf zu sprechen kommen, denn wir machen das folgendermaßen. Und zwar werde ich diesen Vergaser verlosen. Verlosen unter der Bedingung, dass derjenige, welcher den einbaut und ausprobiert und mir dann dementsprechend Feedback dazu gibt, dass ich ihn dann dementsprechend an euch weitergeben kann. Also diesen Feedback. Ich habe mit dem KDM-Shop gesprochen. Die sind bereit für denjenigen der diesen Vergaser gewinnt, die ganzen Anbauteile, die noch fehlen, für diesen Vergaser mit einem speziellen Rabatt von 25% zu rabattieren. Das heißt, ich habe das jetzt nicht mehr gekauft und dazugelegt. Der Christian vom KTM Shop 24 hat mir dieses Angebot dann gemacht. Er sagte, das klingt gut. Gaszug, Stutzen vorne und Manschette hinten gibt es mit einem extra Rabatt von 25%. Das Ganze läuft dann über mich. Derjenige, welcher das gewinnt und das dann dazu kaufen möchte, wenn er es nicht schon hat, schreibt mich dann einfach an und ich kontaktiere oder verbinde die beiden dann miteinander, damit das dann seinen Gang geht. Einzige Krux an der Geschichte ist jetzt, dass der passende Stutzen hier hinten noch drauf muss. Da lasse ich mir aber gerade mit einem Kumpel und einem 3D-Drucker was einfallen. Also dass wir quasi diesen Originalstutzen, der hinten auf den FCR gehört, um das Ganze passend zu machen für die LC4, dann dementsprechend adaptierbar ist. Und dann sollte das Montieren und Testen an und für sich kein Problem sein. Was ihr dafür tun müsst, um den Vergaser jetzt zu gewinnen, ist ganz einfach. In die Kommentare schreibt ihr bitte Hashtag gib mir den Cayenne. Das klingt doch nett. Das sind auch genug Worte, damit ihr den Algorithmus für mich pusht. Gebt dem Video ein Like, das würde mich sehr freuen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die neue Optik hier findet, dass ihr mir zwischendurch dann von einer anderen Perspektive auf die Finger gucken könnt. Das würde mich sehr freuen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, da oben kannst du dir jetzt ein Video angucken, was ich denn auch vorschlage. Da unten kannst du dir ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen würdest. Und da, genau da, kannst du abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Schönen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss.